da seid ihr ja wieder. Ich freue mich so, euch zu sehen. Lasst uns gleich weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Was sagt ihr da? Ihr habt euch nach mir erkundigt, bei den Druiden. Sie haben euch wirklich davon erzählt, wie sie das erste Mal von mir erfahren haben? Bitte erzählt mehr. Das ist ein Teil der Geschichte, den ich noch nicht kenne. Avalon, warst du heute schon oben beim Steinkreis? Nein. Alle 4 Steine leuchten und sind aktiv. Evergrey, wie oft soll ich es dir noch sagen, dass es unmöglich ist, dass eine Person alle 4 Steine aktiviert? So muss es aber sein. Und glaub mir doch, Bruder, lass es mich dir zeigen. Ach, na gut. Siehst du? Ist das ein schlechter Scherz oder warum leuchten wirklich alle Steine? Evergrey, was hast du schon wieder angestellt? Ich war das nicht. Es hat sicher mit dem Leuchten gestern Nacht zu tun. Es wurden alle gleichzeitig aktiviert. Hör doch auf mit dem Unsinn. Kaum jemand weiß von diesem Ort, geschweige denn von der Magie in den Steinen. Es kann auch immer nur eine Person einen Stein aktivieren, niemals alle. Wenn es niemand ist, den wir kennen, muss jemand Neues aufgetaucht sein, der mit allen Kreisen verbunden ist. Das ist unmöglich. Hör endlich auf zu träumen. Deinen 5. Zoolrider kann es nicht geben. Aber Nein. Sicher haben sich die 4 Seelenschwestern nur einen Scherz mit uns erlaubt. Nur sie können die Steine so zum Leuchten bringen. Was sollen wir gemacht haben? Die Steine zum Leuchten gebracht haben. Niemand sonst könnte sie dazu bringen. Also, ich kann euch versichern, dass ich in den letzten Tagen weder hier in der Nähe noch an den Steinen war. Und an so einem Scherz hätte ich mich auch niemals beteiligt. siehst du, Avalon, es kann nur der 5. gewesen sein. Was für ein 5.? Mach dir keine Gedanken darum. Evergrey verwechselt seine Wunschvorstellungen mal wieder mit den Tatsachen. Verstehe, aber wenn ihr auch keine Ahnung habt, was hier geschehen ist, fragen wir doch Elisabeth. Ich war sowieso auf dem Weg zu ihr und sie wohnt quasi direkt neben den Steinen. Okay, warum nicht? Hallo ihr Lieben, was ist los? Warum seid ihr so aufgeregt? Die beiden Also, unterstellen Evergrey. uns. Was? Eine nach dem anderen, bitte. Mein Bruder glaubt. Avalon und Evergrey haben entdeckt, dass alle 4 Runensteine leuchten. Jetzt unterstellen sie uns, dass wir ihnen einen Streich spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es leuchten wirklich alle 4 Steine? Ja, komm mit. Ihr habt recht. Es leuchten wirklich alle 4 Steine. Wie kann das sein? Es gibt 2 Theorien. Ich denke, du glaubst mir nicht. Mein besserwisserischer Bruder hier behauptet, in einem der ältesten Bücher etwas von einem 5. Seelenreiter gelesen zu haben. Das war kein Buch, es war eine Steintafel. Ich bin jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass uns irgendjemand nur einen Streich spielt und die 4 Steine von 4 Leuten aktiviert wurden. Also wir waren es jedenfalls nicht. Ich schätze, da gibt es nur eine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Fragen wir Fripp. Ja, das klingt ganz nach ihnen. Besonders Evergrey und Avalon waren sich noch nie einig. Und Elisabeth hat wie immer einen kühlen Kopf behalten. Ihnen hat mich Fripp als erstes vorgestellt, auch wenn mich das alles wirklich durcheinander gebracht hat. Seht mal her, da ich kein Foto von den Brüdern machen konnte, habe ich mir Fotos gesucht, die mich an sie erinnern. Ja, ich weiß, Heathcliff und Ritter sind eine seltsame Kombination, aber das war es, woran ich denken musste. Das alles kam mir so surreal vor, als wäre ich plötzlich der Hauptcharakter in einem Buch. Apropos Buch, habt ihr jemals die Legende Aidins gehört oder gelesen? Die komplette Geschichte würde etwas lang werden, also fasse ich mich kurz. Aidin war ein Mädchen mit ganz besonderen Kräften, die mit ihrem Pferd über das Wasser geritten ist und der toten Insel Jorvik mit ihrem Licht Leben einhauchte. Eine beeindruckende Geschichte, doch als ich erfuhr, dass ich die Wiedergeburt Aidins sein solle, hat es mir etwas Angst gemacht. Ich meine, warum sollte ich eine Heldin sein?
Fripp erzählte mir, dass es die Seelenreiter, die in diesem bekannten Schlaflied von Jorvik besungen werden, wirklich gibt. Doch wie passe ich da rein? Egal, ob es um Sportgruppen in der Schule oder gemeinsames Shoppen in der Stadt ging, nie wollte mich jemand bei etwas dabei haben. Das Einzige, was mich je interessierte, waren Kunst, Blumen und natürlich die Pferde. Doch seit Mama gestorben war, wanderte ich durch die Landschaft wie ein Geist. War ich wirklich bereit dazu, dieses ruhige, einsame Leben, das ich kannte, aufzugeben? Obwohl ich meine Zweifel hatte, half Elisabeth mir dabei, Mut zu fassen. Sie lud mich ein, mit den anderen zusammen einen Ausritt vom Jorvikstall auszumachen. Ich lernte Hermann kennen. Und die anderen Soulrider. Sowie mehrere andere Personen. Ich war noch nie in einer so großen Gruppe von Menschen und habe mich dabei wohlgefühlt. Nach dem Ausritt haben wir noch lange zusammen gesessen und über alles Mögliche geredet. Ich hatte so viel Spaß wie noch nie. Ach ja, von den Soulridern habe ich auch Fotos gemacht. Elisabeth hat immer sowas wie eine heilige Aura umgeben, die sich sogar etwas auf dem Foto gezeigt hat. Eva dagegen war meistens kalt und abweisend, als wollte sie mich nicht dabei haben. Mit den anderen beiden hatte ich nicht ganz so viel zu tun. Sie waren fast immer zusammen. Eine von den beiden allein anzutreffen war fast unmöglich. Ob die Mondschwester und der Blitz vielleicht? Aber nein, das ist eine andere Geschichte, für ein anderes Mal. Unsere Zeit scheint schon wieder vorbei zu sein. Ach was, es ist doch nichts dabei, dass ihr weiter müsst. Immerhin seid ihr nicht am Leben, um alten Geschichten zu lauschen, sondern um etwas zu erleben, nicht wahr? Mir rennt die Zeit nicht mehr davon. Es macht mir nichts aus, bis zum nächsten Mal zu warten. Tschüss!